Hallo, ich bin der Andi, herzlich willkommen zurück auf Handgedreht. Wie ihr bereits von meinen Projekten wisst, bin ich ein Freund von edlen, schönen Hölzern. Ich habe da für mich eine Firma gefunden, die Firma Hutzelmann. Die hat eine unglaubliche Anzahl an unterschiedlichen Zier- und Edelhölzern im Programm. Ja, eine kleine Auswahl seht ihr vor mir stehen. Die haben die in allen Größen, Formen, Variationen, Kanteln, Klötze, alles was das Holzkunstherz begehrt. Ich habe eine größere Bestellung getätigt und möchte euch heute ein paar dieser Hölzer vorstellen. Viel Spaß also jetzt beim Video. Ja, ich habe ein Päckchen bekommen. Viele verschiedene Holzsorten, 25 Klötze und das Päckchen möchte ich mit euch zusammen auspacken. Dann schneiden wir es mal auf. Ich bestelle mein Holz immer beim Holz Hutzelmann. Der hat eine riesen Auswahl an Zierhölzer und Edelhölzer. Von den Preisen her ist es ganz okay und das Schöne ist, wenn immer nur Platz ist und die Lücken gefüllt werden müssen, dann kriegt man immer wieder auch so Zugaben dazu, wie hier jetzt zum Beispiel ein Stück Ahorn, und zwar ein bisschen Baumkante, aber das stört dann nicht weiter. Kann man bestimmt auch noch was Tolles draus machen. Oder hier ein Stück, ja, könnte Red Gum sein am ehesten wahrscheinlich, so von der Maserung her, ist da auch ein bisschen gesprungen, aber ja, kann man auf jeden Fall auch was draus bauen. Hier ein Kantel Nussbaum. Das kriegt man einfach dann dazu geschenkt. Das ist eigentlich ganz cool. Wir haben Nussbaum, wir haben Rubinie, Platane. Legen wir mal das geschenkte Holz auf die Seite. Wir haben Zebrano, finde ich auch ein wunderschönes Holz. Wir haben Kirsche, Apfel. Parduk ist sehr interessant, so ein rötliches Holz. Nochmal Nussbaum. Rubinga, auch sehr schön gemasert. Wir haben Eiche, Birne, Edelkastanie, Räuchereiche, die haben wir wieder zweimal. Wir haben ein Amaranth, einen Riegelahorn, da sieht man schön die Riegelung. Nochmal einen geschenkten kleinen Klotz, Ibiara, nochmal Bubinga, Kaya Mahagoni. Hier geht schon wieder der Platz aus. Olive, das dürfte ziemlich der teuerste Klotz in dem ganzen Päckchen sein. Ich glaube, dieser eine kleine Klotz Olivenholz hat allein 11 Euro gekostet. Aber ist natürlich auch ein wunderschönes Holz. Sehr schwer. Und man riecht es auch. Eindeutig Olivenbaum. Dann haben wir Wenge. Zweimal. Wir haben einen Red Gum. Wir haben nochmal eine Eiche. Und wir haben nochmal eine Eiche. Also wie ihr seht, genug Holz, damit wir anständig wieder Projekte machen können. Das erste Holz, das ich euch vorstellen will, ist gleichzeitig eines meiner Lieblingshölzer, nämlich Wenge. Es ist ein sehr dichtes, mittelschweres Holz, ziemlich dunkel, hat eine starke Maserung. Ich finde es sehr interessant, eben weil es so dunkel ist. Es ist sehr kontrastreich, gerade wenn man es zusammen mit helleren Hölzern verwendet, wie zum Beispiel bei meiner Muskatmühle. Ich habe euch auch gleich ein Salzstreuer mitgebracht, damit ihr einfach mal seht, was man aus so einem Holz alles machen kann. Das zweite Holz, das ich euch zeigen möchte, ist Sippo, Kaya Mahagoni. Aus dem habe ich mal irgendwann einen Stift schon gemacht gehabt. Gibt es, glaube ich, aktuell noch kein Video dazu. Ist auch ein sehr schönes Holz, kommt aus Westafrika und ähnelt eben dem echten Mahagoni, drum auch der Name. Das nächste Holz ist Nussbaum, ja, Walnussholz sozusagen. Interessant finde ich da besonders, wenn es Stücke sind, so wie dieses hier, wo man Splint und Kernholz so ein bisschen in Kombination hat. Es gibt hier auch Stücke, die eben dann sehr schöne Maserungen haben oder teilweise Einschlüsse, finde ich persönlich sehr interessant. Hat viel mehr Charakter, als wenn es einfach nur ein gleichmäßiges Stück Holz wäre. Hier ist ein Beispiel für
Nussbaum, was man daraus machen kann. Ja, ich habe das hier in einen Flaschenöffner verwandelt. Ja, und auch hier sieht man wieder wunderschön die Maserung und auch die unterschiedlichen Wechsel zwischen hell und dunkel, was eben für Nussbaum relativ charakteristisch ist. Das nächste Holz ist Zebrano. Ja, wie der Name schon sagt, schaut ein bisschen aus wie Zebra, hat sehr helle und sehr dunkle Streifen im Wechsel, lässt sich auch sehr gut verarbeiten, ist ein bisschen porig. Ich finde auch ein wunderschönes Holz. Auch hier habe ich euch wieder ein Beispiel für Zebrano. Ja. Ich habe hier mal einen Teelichthalter mit Glaseinsatz und gefangenem Ring gedrechselt. Und auch hier sieht man wunderschön diese Zebrastruktur, diese hellen und dunklen Streifen im Holz. Das nächste Holz, das ich euch zeigen möchte, ist Edelkastanie. Ist ein relativ leichtes Holz, sehr offenporig, ringporig. Ja, man sieht hier sehr, sehr schön die Jahresringe. Ist zwar kein so auffälliges Holz, aber wie ihr dann am Werkstück gleich sehen werdet, doch sehr interessant. Das Beispiel für Edelkastanie hier ein Paraffinbrenner mit 4 Wachskugeln, Paraffinwachskugeln. Und wie schon erwähnt, man sieht hier wunderschön die Jahresringe im Holz. Also auch sehr interessant. Der nächste Klotz ist ein Klotz Ibiara Holz. Wenn ihr euch erinnert, da gab es vor kurzem erst ein Video, wo ich eine kleine Schale gedrechselt habe. Ist auch ein sehr schönes rotbräunliches Holz, gefällt mir auch sehr gut. Das nächste Holz ist Räuchereiche. Ist eigentlich ganz normale Eiche, nur dass die unter Druck mit Ammoniak behandelt wird, was dazu führt, dass die Gerbsäure sich ebenso dunkel verfärbt. So ein bisschen der Vorteil von Räuchereiche zu Mooreiche, wo ja hier auch dieser Umschlagprozess erfolgt ist, dass die Räuchereiche meistens gleichmäßiger durchgefärbt ist als die Mooreiche. Man kann natürlich auch interessant sein, wenn es nicht ganz so gleichmäßig ist. Auch für die Räuchereiche habe ich euch ein Beispiel mitgebracht, gab es ja auch schon wieder dazu, der Kugelsalzstreuer. Wie gesagt, ein relativ dunkles Holz, nicht ganz so stark und charakteristisch wie jetzt zum Beispiel Wenge. Robinie ist eins von meinen hellen Lieblingshölzern. Es ist relativ hart und schwer, lässt sich damit sehr gut polieren. Und wenn es poliert ist, hat es einen wunderschönen Schimmer. Fast so ein bisschen wie dieser Halbedelstein Tigerauge, falls ihr den kennt, der so im Licht auch unterschiedlich schillert und schimmert. Hier als Beispiel auch ein Kugelsalzstreuer aus Rubinienholz. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video so gut sieht, aber effektiv hat es diesen wunderschönen Schimmer, je nachdem wie man es ins Licht hält. Der nächste Klotz ist auch wieder was Besonderes, Amaranth. Eines meiner Lieblingshölzer, wenn nicht sogar das Lieblingsholz schlechthin. Purple Heart sagt man auch dazu, besticht durch diese violette Farbe, die es hat. Wenn man es bearbeitet, ist es erstmal so rot-bräunlich, gar nicht so hübsch, aber dann durch den Sauerstoff und das UV-Licht färbt sich das dann um in ein wunderschönes Violett. Also ein ganz tolles Holz, relativ schwer, relativ dicht, lässt sich damit auch sehr gut polieren und die Oberfläche bearbeiten. Hier könnt ihr es sehen, wie ich finde, ein wunderschönes Holz, gerade für so Zierschalen mit breitem Rand. Es ist eine sehr wertige, sehr schwere Schale und die Farbe ist ja wunderschön. Unten hingegen sieht man, wo die Schale steht, dass der Boden eben genau nicht diese schöne violette Farbe hat, sondern eben so ein bisschen bräunlich geworden ist. Also sprich, man müsste die Schale des Öfteren mal umdrehen und umgedreht stehen lassen, aber das macht man natürlich nicht, damit auch der Boden entsprechend schön wird. Der nächste Klotz ist Red Gum. Wie ich finde, auch ein unheimlich interessantes Holz. Ich drehe es mal rum. Es hat hier unheimlich schöne Farbspiele, ja, zwischen rot-bräunlich, dunkelbraun, hellbraun. Also wirklich ein total sagenhaftes Holz. Kommt dann natürlich erst richtig schön zur Geltung, wenn man durch die Strukturen, durch die einzelnen Schichten durchdrechselt. Also ja, auch ein wunderschönes Holz. Der drittletzte Holzklotz ist auch wieder ein bisschen was Besonderes. Sogenannter Riegelahorn ist nicht unbedingt das günstigste Holz, ist auch relativ selten. Im Endeffekt ist es ein ganz normaler Ahornbaum, bei dem das Wachstum der Holzfasern eben geriegelt ist. Das heißt, die Holzfasern verlaufen nicht senkrecht wie normalerweise, sondern die Holzfasern verlaufen in Wellenform. Und das gibt dann eben diesen speziellen Effekt. Da seitlich sieht man es relativ schön, diese Wellen, ja, oder da hinten sieht man es auch. Das heißt effektiv, wenn man das Werkstück bearbeitet, hat man eine glatte Oberfläche,
die aber gewellt ausschaut, so einen 3D-Tiefeneffekt. Finde ich auch sehr toll und besonders. Das Gemeine ist, man sieht es dem Ahornbaum nicht an, dass er so gewachsen ist. Das heißt, das fällt dann nur durch Zufall auf und entsprechend teuer sind dann solche Bäume, wenn sie tatsächlich gefunden werden. Ja, aus Riegel-Ahorn habe ich hier mal eine Pfeffermühle gemacht. Sieht man sehr schön diese Riegelung, diese Rillen, die eben aber eben genau keine Rillen sind, sondern einfach nur die Faserstruktur im Holz ist, die dann entsprechend so ausschaut. Das vorletzte Holz ist zugleich auch das teuerste Holz, das ich euch heute zumindest zeige. Ja, es ist ein Glotz Olivenholz. Ich meine, jeder kennt Olive. Es gibt Salatschüsseln aus Olivenholz auf jedem Markt, den man sehen kann. Ja, Salatbesteck. Vorteil von Olivenholz ist, es ist sehr ölhaltig, damit relativ gut beständig gegen Feuchtigkeit und Wasser und es hat einfach halt auch einen unheimlich starken Charakter. Ja. Allein schon, wenn man die Stirnfläche sich ansieht, die Maserung, ja, es ist ein sehr schweres Holz und ja, bin gespannt, was ich daraus mache. Ja, jetzt sind wir auch schon beim letzten Holzklotz angekommen. Ist ein Klotz Bubinga, ist ein afrikanisches Holz, ja, man sieht es, rot-bräunlich und hat auch ähnlich wie heißt der? Jetzt fällt mir der Name vom Holz nicht ein. Robinie, Robinie heißt es, genau. Ähnlich wie Robinie hier so diesen Effekt mit der Tiefe, zeige ich euch dann gleich auch nochmal an einem Teelicht. Hier seht ihr jetzt das Teelicht aus Bubinga. Man sieht es leider eigentlich so richtig schön erst auf der Unterseite, was ich meine, ja, diesen Effekt, dass das Holz auch so ein bisschen schillert und ja, fleckig im weitesten Sinne ist, aber in einem positiven Sinne. Wie ich finde, auch ein sehr interessantes Holz. So, jetzt habt ihr einen groben Überblick über die Hölzer, die ich mir gekauft habe, beziehungsweise die ich auch unheimlich gerne verwende, weil sie einfach wunderschön sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich darauf, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis bald!